Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, hallo zusammen. Heute stellen wir euch unsere Trenntoilette vor. Also wir zeigen euch mal, wie das ganze Wechseln von den Behältern plus die Reinigung geht. Ja? Ja, also wie unser Modell ist. Genau. Und natürlich auch die Stärken und auch das Potenzial, das sie hat, wo wir sagen, da könnte man noch ein bisschen besser machen aus unserer Sicht. So nach 1,5 Jahren im Gebrauch haben wir doch ein bisschen Erfahrung mit der Toilette gemacht. Fangen wir an? Matzak? Viel Spaß. Bevor wir anfangen, vielleicht noch kurz dazu, warum haben wir uns für die Tomtour Ogo entschieden. Da kannst du mehr ein bisschen sagen. Ja, wir haben recherchiert oder uns ein bisschen eingelesen in das Thema Trockentrenntoilette und sind dann zum Schluss gekommen, dass wir gerne ein Modell mit einem Rührwerk haben möchten. Ja, vielleicht muss man noch vorab noch sagen, dass wir uns ziemlich schnell, nachdem wir losgefahren sind vor über 2 Jahren, für uns klar war, dass die Kassette, das Kassettenklo einfach scheiße ist. Punkt. Auf Dauer nichts ist. Auf Dauer nichts ist. Alle 3 Tage musst du irgendwie auf dem Campingplatz oder irgendwo, wo du Schwarzwasser entsorgen kannst. Und das war uns. Und dazu, es riecht. Ja. Es stinkt. Wir hatten schon relativ schnell, sind wir von der Chemie weggekommen, haben was Natürliches gebraucht, aber trotzdem das... Hat einen Eigengeschmack, einen Geruch, der einfach nicht so der Kracher war. Also auf jeden Fall. Deswegen hat sich dann Linda relativ schnell auf die Recherche oder in die Recherche begeben, was wir wollen. Eben unbedingt ein Rührwerk wollten wir haben, und zwar ein automatisches Rührwerk, also ein elektronisches Rührwerk. Einigermaßen gut aussehen und natürlich in unsere Klo musste bei uns in die Nasszelle reinpassen. Das war ja auch noch. Genau, das war auch so. Von der Größe her muss es passen. Es gibt relativ kleine, aber die sehen ungemütlich aus. Und da wir das täglich benutzen hier, da wir ja drin wohnen, muss es auch einer normalen Toilette sehr ähnlich kommen. Und dann sind wir, oder ich bin auf die Tomtour Ogo gestoßen und deshalb haben wir für sie. Man muss auch sagen, ich meine, das ist jetzt 2 Jahre her, wo wir da auf die Recherche gegangen sind. Und der Markt hat sich ja mittlerweile stark auch verändert oder erweitert. Es sind immer mehr Modelle. Und zu dem Zeitpunkt war die Auswahl mit Rührwerk noch nicht so wahnsinnig riesig. Ich glaube, es ist nach wie vor immer noch nicht so riesig. Ja. Es gibt nicht so viele Modelle mit Rührwerk und für uns hat sich das passend angefühlt. Ja, also, ja genau, es passt ja immer noch. Ja. Das war. Und so haben wir uns dann für die Tomtour Ogo entschieden. Wir haben sie dann einbauen lassen. Wir haben dann inklusive Toilette, Einbau, haben wir knapp über 2000 € bezahlt. So, viel gequatscht. Fangen wir mal an. Hä? Los geht's. So sieht das aus. Wir haben hinten beim Feststoffbehälter gibt es eine Klappe. Die kann man aufschieben oder wenn man sie nicht benötigt zumachen. Dann ist das gut abgedeckt. Hier vorne für den Urinabfluss. Hier gibt es einen Deckel zum Öffnen. Da hat man den Feststoffbehälter drin, den Urintank, ungefähr 9 Liter Fassungsvermögen. Alle 2 bis 3 Tage muss der geleert werden. Kommt immer darauf an, wie viel Bier das ich gesoffen habe. Ja. Jetzt vielleicht, man sieht, sie ist nicht ganz sauber. Das ist extra so, weil wir jetzt alles wechseln wollen. Das heißt, der Feststoffbehälter ist jetzt voll, der Urinkanister ist voll. Und alle 2 Monate circa muss man auch eine gründlichere Reinigung machen. Und das zeigen wir alles jetzt, wie das geht. Dann kann man nämlich auch das Verbesserungspotenzial noch ein bisschen aufzeigen. Und deswegen sieht das jetzt im Moment eher so ein bisschen dreckig aus. Ja, also das sind Kokosflocken. Ja. Das sind keine Kackflecken. Das sind keine Kackspuren, das sind Kokosflocken. Das ist von den Kokosflocken. Hier haben wir einen Lüfter, der den Gestank wegzieht. Das geht dann hier raus durch das Rohr.
wo früher die Kassette drin war. Genau. Wir hatten zuerst den Originallüfter drin, der war aber ein bisschen zu schwach. Wir hatten manchmal Schimmelbildung von der Feuchtigkeit, deshalb haben wir den gewechselt, einen stärkeren reingemacht und seither haben wir keine Schimmelbildung mehr. Ja, man kann sagen, das ist ein normaler PC-Lüfter. Kann man irgendeinen bestellen von den Maßen her. Das ist, glaube ich, irgendwie 4x4 cm oder so. Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber kriegt man überall online, kann man das kaufen. Ist man ein bisschen günstiger, als wenn man den stärkeren direkt beim Hersteller bestellt. Also Linda nimmt jetzt mal den Urinbehälter raus, weil der ist voll. Das sieht man hier, hat man so. Ist einfach hier zum Öffnen. Das ist auch eine Sache, die nicht sein sollte. Hier hat es manchmal Urin, keine Ahnung, weshalb das hier neben dran tropft, das sollte nicht sein. Und man sieht, der Urin, der kommt von hier, geht der dann direkt hier rein. Da rein. Aber weshalb der tropft, das weiß ich nicht. So, man sieht, gut gefüllt, hätte noch ein bisschen Platz, aber wenn man es ganz voll macht und beim Rausmachen, dann schwappt dann was über, das ist eher blöd. Also. Jetzt die Schwarzwasserentleerung, die ist für uns eher unpraktisch ein bisschen. Sieht hier die Urinsteinbildung, die riecht natürlich auch mit der Zeit. Normalerweise reinigen wir das mit Wasser-Essig-Gemisch, also mit Wasser-Essig-Gemisch auswaschen, damit sich der Urinstein eben nicht so schnell bildet. Aber heute machen wir das nur mit Wasser, weil wir da noch was einlegen und das einwirken lassen und so den Urinstein entfernen. Ja, hier haben wir jetzt eine Schwarzwasserentladestation, aber man muss auch sagen, das ist ja nur Urin. Urin ist nur Wasser und wenn man in der Natur steht, kann man das auch in Wald leeren und auch auf einer Wiese. Also das funktioniert auch. Wir haben das auch schon irgendwo mal in einen Abfluss geleert, in Gully rein. Ist ja wirklich nur Wasser. Klar, es riecht ein bisschen, aber da ist nichts Schädliches drin, außer unser Restalkohol, wo noch mit ausgeschwemmt wird. So, heute machen wir einfach 2 so WC-Tabs rein und lassen das dann jetzt über mehrere Stunden mal so richtig einwirken. So, das sind die Kokostiegel, die man mit Wasser auflösen muss. Das heißt, hier rein. Ja. 1,5 Liter Wasser rein und 48 Stunden einwirken lassen und raus kommt dann so. Die Kamera kommt nicht Flugge. mit. So wird es, genau, so wird es dann schön locker, fluffig, und leicht. Das kommt dann in den Feststoffbehälter. So, jetzt geht es ans Eingemachte. Ist der erste ein bisschen nuller. So, jetzt kommt der Feststoffbehälter raus. Man sieht, da sind einige Geschäfte sind drin und man sieht nichts und man riecht auch nichts. Nee, riechen tut's wie Walderde. So. Man kann das ganz einfach im Restmüll wegwerfen oder man dürfte das sogar im Wald wegschmeißen, weil das ist ja wirklich, wir schmeißen kein Toilettenpapier rein, das ist wirklich nur Erde. Also wird irgendwann zu Humus, ja. Aber natürlich, wenn man das im Wald machen würde und jemand sieht einem dabei, wird einem ein bisschen blöd angucken. Ich glaube, das haben wir jetzt in 1,5 Jahren ein einziges Mal, wo wir wirklich so im Wald standen, wo kein Mülleimer da war, haben wir es so in den Wald geleert. Das muss man ehrlich dazu sagen. Aber sonst geht es ganz einfach. Beutel drüber, ausleeren. Kein Vakuum machen, sonst klemmt. So sieht das dann leer aus. Ist noch ein bisschen von der Feuchtigkeit, noch ein bisschen Rest Kokosflocken
das soll man gemäß Hersteller nicht reinigen sein lassen. Das haben wir bis jetzt immer so gemacht und es sieht im Schluss auch immer wieder gleich aus. Deswegen. Also der Rand putze ich ein bisschen von den Kokosflocken weg, aber sonst muss man das nicht reinigen. Ist jetzt in dem Sack ein ganzer Kokos aufgelöst oder Ziegel, meine ich? Nein, das ist ein bisschen weniger als ein ganzer Kokosziegel. Ein Ziegel reicht für 1,5. Also wir haben, das heißt, für 1,5 Füllungen. Ja. Okay. Man füllt den Behälter halb voll und ein Ziegel reicht für einmal und ein halben Mal. Ja. Wechseln müssen wir ungefähr alle 10 Tage. Ja, eine Woche bis 10 Tage. Kommt drauf an. Auf die Geschäfte. Ja. Wie wichtig die Geschäfte waren. Wie groß. Schauen muss man, dass man keine Klumpen mehr hat. Das kann man einfach so ein bisschen zerbröseln. Möglichst alles rein und nicht nebendran. Ne? So. Frisch und fertig. Wenn man muss, dann kann man. So, hier noch ein bisschen zu den Innereien. Hier sieht man den Sensor, wo dann leuchtet, wenn der Urintank eine gewisse Höhe hat. Der leuchtet bei uns ein bisschen viel oder ein bisschen früh, das ist ein bisschen sensibel. Das könnte man noch höher hängen, aber uns stört es nicht groß. Und hier auf der Seite befindet sich der Knopf fürs Rührwerk. Und da ist dann der Motor. Was jetzt bei uns noch ist, wenn wir müssen immer auf den Knopf draufbleiben, damit das Rührwerk wirklich lang genug selber rührt. Wir haben jetzt da einen Test gemacht. Und wenn man drückt, ohne dass was drauf ist, dann läuft der Motor noch 2 Minuten. So war das am Anfang bei uns auch, sogar wenn wir Kokos im Feststoffbehälter drin hatten. Jetzt testen wir mal, wie das ist, ob da irgendwo ein Problem ist. Testen wir mal so mit leer, habe ich schon gedrückt und die Stoppuhr angemacht. So, haben wir jetzt den Test gemacht. Das heißt, auch 2 Minuten lang läuft der Motor, so wie es eigentlich sein müsste. Aber sobald wir jetzt Kokos reinmachen, funktioniert das nicht mehr so. Das war aber am Anfang anders, aber wir testen es jetzt trotzdem nochmal schnell. So, jetzt haben wir gefüllt, so wie es muss. Alles locker flockig aufgelöst. Gucken wir mal, wie lange es macht mit der Füllung drin. Ja, also keine 15 Sekunden rührt er mehr automatisch. Uns stört das nicht sonderlich, weil wir haben gesagt, ja komm, wir bleiben halt immer auf dem Knopf drauf. Dann rührt er weiter, solange wie man auf dem Knopf drauf bleibt. Aber am Anfang war das wirklich anders. Da hat das Rührwerk um die 1,5 bis 2 Minuten auch gerührt. Also der Motor hat wie keine Kraft mehr. Keine Ahnung, warum das so ist, aber vielleicht fragen wir mal beim Hersteller nach, ob der eine Idee hat, warum das ist. Gut, somit Rührwerk auch geklärt. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass das Rührwerk eine gute Sache ist, auch wenn wir halt auf dem Knopf bleiben müssen. Shit happens. So, nach jedem Geschäft putzt man das Ganze, sprüht das aus mit Wasser, Zitronensäure, Gemisch und trocknet es. Und beim Wechseln des Urintanks reinige ich das hier natürlich auch, weil durch den Schieber hier immer ein bisschen Urin und Wasser, Zitronensäure Gemisch runterläuft. Ja, vielleicht muss man sagen, oder wenn man kacken muss, auf Deutsch gesagt, macht man den Schieber auf. Das kommt ja hier so auf. Der Schieber, und der schiebt sich dann dahin, wo der Urinauslass ist. Das zeigen wir jetzt nachher gleich, weil der Uringestank ist nach mehreren Monaten uns aufgefallen, dass der immer stärker wurde, obwohl wir es immer geputzt haben. Also war klar, irgendwo muss noch Urin sein. Also haben wir uns erlaubt, da diesen Behälterdeckel mal wegzuschrauben. Und das machen wir jetzt auch. Den Urintrichter, wie sie den so schön nennen. Leider, das wäre praktisch, wenn man das aufklappen könnte und so putzen könnte.
weil sich da drunter Urin sammelt Ja, und das man den nicht putzen kann. So, und jetzt sieht man eigentlich auch schon das ganze Übel. Das stinkt nämlich jetzt auch. Hier kommt der Urin durch, läuft dann da rein, aber durch den Schieber, den man zurückzieht, wenn man das große Geschäft machen muss, sammelt sich auf dem Schieber Urin und hier in dem Auffangbehälter auch. Das ist einfach so, da kann man nichts dagegen machen und das muss man aber regelmäßig richtig putzen und das riecht eher unangenehm. Eine Schraube müssen wir noch lösen. Man sieht auch hier auf dem Schieber, auch mal runterklappen, sieht hier auf dem Schieber, da sieht man auch gut Urinspuren, also und auch da oben an der Oberfläche, also an dem oberen Ding. Also das ist nach unserer Meinung, das kann man wirklich stark verbessern, damit hier quasi, dass der Urin direkt runterläuft in den Urinkanister und nicht noch hier, weil es halt keine direkte Dings hat. Jetzt durch den Schlitz geht das dann da hier rein in das Loch da. Man sieht das nicht so gut, die Kamera will nicht. Und das geht nicht direkt, das heißt, das müsste eigentlich quasi anders gelöst werden. Oben hier ein Loch mit einem Gummi, wo abdichtet, wo dann direkt unten reinfließt. Dann wäre wahrscheinlich das Problem gelöst. Aber so sieht das ungefähr alle 6 bis 8 Wochen müssen wir das reinigen, dann sieht das nämlich so aus und das stinkt auch. Und wie reinigen wir das jetzt? Ja, man kann es mit verschiedenen Sachen reinigen. Ich nehme meistens Essignatron. Man kann auch Zitronensäure und Natron nehmen und das dann über ein paar Stunden einwirken lassen. Und dann kriegt man eigentlich diesen Urinstein recht gut weg. Genau. Das hier kann man leider nicht einlegen, aber ich nehme Wattepads und Zitronensäure, ein bisschen Natron drauf und das probiere ich dann so möglichst gut einzulegen. So, das machen wir jetzt schnell, also schnell. Wir legen das ganze Zeug ein. Linda putzt das da oben freundlicherweise und dann gehen wir mit dem Hund spazieren und wenn wir dann zurücksehen, schauen wir mal, wie das aussieht. So, eingelegt ist das Zeug. Wir gehen jetzt spazieren. Hier sieht man auch noch den Urinkanister, den haben wir auch hier. Wir gehen jetzt spazieren und dann sehen wir später weiter. So, wir sind vom Laufe zurück und meine liebe Frau hat jetzt geputzt. Ihr seht, 100% sauber wird sehr schwierig, auch wegen den Ecken und Urinstein ist hartnäckig wie eine Sau, aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. genau. Gut, dann wieder einbauen und loskacken. Ja, genau. Schönes Abendrot. Ich weiß nicht, ob man sieht. Der Tag geht langsam zu Ende. Eben der Tag geht zu Ende und auch unser Video ist am Schluss angereicht oder angekommen, besser gesagt. Angereicht. Noch nie gehört das Wort, hä? Was einem da so alles in den Kopf reinkommt. Ja, unser Erfahrungsbericht ist damit abgeschlossen. Wir hoffen natürlich, dass wir euch damit ein bisschen zeigen konnten, wie die Tom2 Ogo funktioniert. Es gibt natürlich auch noch ein Schlussfazit von uns. Meine Frau fängt an. Ich fange an. Ja, das Konzept und die Idee hinter der Ogo finde ich super. Es gibt ein paar, ich würde mal sagen, Kinderkrankheiten, die man auf jeden Fall noch verbessern könnte. Ja, also es ist vor allem der Teil mit dem Urin, dass das nicht direkt in den Kanister läuft und dass das die Ablagerung gibt zum Putzen. Das ist doof, ja. Stinkt nach einer gewissen Zeit, muss intensiv geputzt werden oder aufwendig geputzt werden besser. Aber das Rührwerk mit den Kokosflocken und so, das finden wir super. Man sitzt auch wirklich bequem und ja, wenn wir jetzt mit dem Wissen von heute vor 2 Jahren wären, ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich für die gleiche entscheiden. Wir sind nicht 100%ig sicher. Wahrscheinlich ist keine Toilette perfekt, die am Markt ist. Wir wissen, was wir an der Ogo haben. Und deswegen, ich wäre eher dafür. Meine Frau flucht beim Putzen natürlich immer und wäre eher der Meinung, was anderes wäre besser. Aber schlussendlich, wir haben sie, wir sind mehrheitlich zufrieden damit.
und wollen auf jeden Fall das System grundsätzlich der Trockentrenntoilette auf keinen Fall mehr missen. Oh nein, das definitiv nicht. Also, ja. Gut. Das nächste Video wissen wir noch nicht, um was es geht. Wenn alles klappt, kommt in 14 Tagen. Bis dahin, habt noch Sorge. Bis die Tage. Ciao zusammen.